Hey, 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 ihr super tollen Leute. Das, was da liegt, das kennt ihr. Und das, was ich jetzt gerade mal ins Bild halten werde, das kennt ihr auch. Und das, was hier rundherum ist, na, das kennt ihr noch nicht ganz. Aber das kennt ihr. Und ihr kennt auch das, mit dem das verbunden ist. Ich erzähl's euch mal und ich zeig's euch mal. Das da, den Vogel kennt ihr auch noch. Und das Kabel kennt ihr auch noch. Jetzt fließen also ziemlich viele Projekte zusammen. Beleuchtung, Sound und, last but not least, ein Projekt, das mir ziemlich am Herzen liegt und das ich ziemlich cool finde. Und um das ein bisschen voranzutreiben, ich habe ja gesagt, ich mache das Low-Tech mit Holzleim und so weiter. Den Holzleim, den brauche ich später, um das Ganze nochmal rund zu bekommen und richtig, richtig coole Ecken und sowas hinzubekommen. Aber vorrangig werde ich jetzt Folgendes verwenden. Tada, Sekundenkleber. Den gibt es mittlerweile säckeweise für einen echt guten Kurs. Also nutzen wir den hier auch. Mit dem Sekundenkleber muss man so ein bisschen aufpassen. Wenn wir den hier nehmen, dann bedeutet das, dass wir das Styrodur so ein Stückchen weit auflösen. Ich meine, es ist natürlich cool, weil das Ganze dann wirklich richtig, richtig gut ineinander haften wird. Aber wir müssen nichtsdestotrotz so ein bisschen vorsichtig sein. Also, legen wir einfach mal los, würde ich sagen. Wir nehmen uns unseren Helm. Ich habe das schon so ein bisschen positioniert. So. Schon sehr, sehr, sehr weit rum. Noch ein bisschen Sekundenkleber drauf. Zusätzlich, um das ganze Ding wirklich festzuhalten. Und das verbindet sich wirklich extrem gut miteinander. So. Noch so ein bisschen wieder ineinander drücken. Sehr schön. Ich habe das Gefühl, dass meine Kamera zwischendrin einiges nicht mit aufgezeichnet hat. Falls das so ist, dann tut's mir leid. Das ist dann natürlich technisches Versagen, was dann irgendwie da mit zum Tragen kommt und so weiter. Was wir hier auf jeden Fall jetzt geschaffen haben, das ist schon ein großes Stück des Helms. So. Das hält fast zusammen. So ein bisschen braucht das noch. Dadurch, dass der Kunststoff an der Stelle angelöst ist oder dieses XPS, der Styrodur, muss man natürlich gucken, dass ich das alles vernünftig miteinander verbinden kann. Und innen drin, da wird dann noch mit ein bisschen was anderem gearbeitet. Obwohl ich mal schätze, dass es an diesen Punkten gar nicht so verkehrt wäre, einmal noch so eine Lage hiervon reinzukleben und dann aufzusetzen mit diesem härteren Schaum. Na,
Müsste jetzt schon echt ganz gut sein. Ja, das können wir erstmal so lassen. Okay. Jetzt kommt hier hinten noch eine Kante rein. Das werde ich zuerst hier oben festkleben. Dann gehen wir weiter um die Ecke. Vorsichtig, damit wir nicht komplett alles auflösen. Ganz vorsichtig. So, hier leicht um die Ecke rum. Immer noch ganz vorsichtig. Bis fast zum halben E sind wir schon gekommen. Sehr gut. Setzen wir noch ein bisschen mehr da dran. Noch ein bisschen mehr Sekundenkleber dazwischen. Noch ein bisschen mehr das Ganze um die Kurve drumherum gedrückt. Es kann wirklich sein, dass jetzt dadurch, dass die Kamera einiges nicht aufgezeichnet hat, so wie es aussieht, dass da wirklich so ein bisschen was verloren gegangen ist für euch. Das tut mir dann sehr leid, wenn es so ist. Denn ich möchte, dass ihr diese komplette Erfahrung mitnehmen könnt. Nicht, dass ich dann am Schluss ganz viel zusammenschneiden muss und dann innerhalb von 40 Sekunden das Ding zusammengetackert ist oder so. Das wäre ja auch doof. Damit das nicht auffällt oder so. Nee, das wäre definitiv nicht mein Stil. Okay, und ein bisschen weiter. So dass wir es gleich vielleicht noch nicht ganz geschlossen haben, aber dass wir dem schon sehr, sehr nahe gekommen sind. Wahnsinn. Schaut euch das an, wie extrem gut das aufeinander passt. Und auch wie gut das miteinander hält. Das ist ja echt verrückt. Wenn das Ganze hier fertig ist, dann wird das definitiv noch verstärkt. Ach so, by the way, falls ihr es noch nicht gemacht habt, lasst ein Like da. Ihr könnt das ganze Projekt unterstützen, wenn ihr möchtet, bei Patreon, oder holt euch so ein schönes E-Book über diese Gebäuderuine, die ich noch parallel baue. Bis zu dem Punkt, wo das Ganze jetzt ist, bis vor der Grundierung, das ist da wirklich alles zusammengefasst. Das sind 10 Seiten in A4 oder so. Ihr könnt euch mehr oder weniger den Preis selbst aussuchen, den ihr dafür berappen möchtet, falls es euch interessiert. Kommt auf jeden Fall dem Projekt zugute, dann kann ich mir so Späße holen wie Actioncams und so weiter, um die dann am Schluss zu zerknacken, um damit dieses Projekt hier und auch andere vorwärts zu bringen. Denn ich möchte euch zeigen, wie ein HUD funktioniert. Also ein Head-Up-Display. Denn das finde ich cool. Das möchte ich haben. Und ich möchte sowas auch haben. Einige von euch verwenden das beispielsweise zum Videodrehen. Und das wäre natürlich super stark, wenn ich mir hier was zusammenbaue im laufenden Projekt und euch das Ganze auch bereitstellen kann. Und ihr das dann nachbauen könnt. Und wenn dann am Schluss wirklich alle davon profitieren, dass ihr vernünftige Videos machen könnt. Und deswegen, falls ihr interessiert seid, könnte ich vielleicht auch so eine kleine Roomtour machen. Ja, Roomtour, was heißt das an der Stelle? Eigentlich nicht sonderlich viel, glaube ich. Ich würde euch wahrscheinlich einfach mal aus diesem Winkel, den ihr hier gerade seht, so ein bisschen befreien. Ich würde mal nach links, nach rechts und nach oben schauen.
Einfach damit ihr so eine Ahnung habt, wie ich das Ganze aufgebaut habe. Denn das, worauf ich hierbei so ein bisschen achte, das ist einfach, dass die Beleuchtung halbwegs vernünftig ist. Also keine 3-Punkt-Beleuchtung, wie es beispielsweise im Studio wäre, wenn wir ein Interview durchführen würden. Das brauche ich hier an der Stelle nicht. Sondern ich brauche neben dem Kopflicht und so weiter brauche ich natürlich noch wesentlich mehr Leuchten. Und das braucht ihr natürlich auch, wenn ihr filmt. Oder zumindest würde ich euch das empfehlen. Man kann auch noch viel in der Post-Production rausholen, indem man dann mit Farbreglern wild und hin und her schiebt und sonst was macht. Aber man kann es sich auch relativ simpel und leicht machen, indem man auf so ein paar Grundregeln achtet. Oder so ein paar Sachen befolgt. Dann frisst die Post-Production nicht mehr 1,5 Tage, wie das bei mir beispielsweise war, als ich das am normalen Tisch gemacht habe, sondern es ist wirklich vertretbar. Sprechen wir vielleicht noch von der Renderzeit von vielleicht 4 Stunden oder so pro Stunde Material. Grob geschätzt. Na gut, dann kommt natürlich noch dazu, was man dann noch mit dem Sound beispielsweise macht und so weiter. Ne? Wenn man da Filter drauf legt oder vielleicht sich noch um Nebengeräusche kümmern muss oder sowas. Weil ich euch auch da empfehlen kann, dass ihr einfach schaut, dass es so schon relativ gut passt. Beziehungsweise es gibt unglaublich viele tolle Tutorials zu DaVinci und so weiter, um die Sachen am Schluss zusammenzuschneiden. Da könnte ich euch dann vielleicht auch nochmal zeigen, wie ich das Ganze mache, beziehungsweise wie ich es gelernt habe, wie ich das von jemandem anders gelernt habe, wie man das Ganze machen kann. Was ich sehr, sehr, sehr toll fand. So, das hier, das sieht auch schon relativ gut aus. Ein ganz kleines bisschen gebe ich dem Ding noch. Dann haben wir bald schon die Kuppel des Helmes fertig. Ich schätze mal, dass dann noch so ein paar Arbeiten auf uns zukommen werden. Mit Schleifen und diesem ganzen Zeugs und. Aber das ist was von später und das brauchen wir jetzt noch nicht zu machen. Denn jetzt sind wir gerade hier drin. Und solange wir uns mit diesem Schritt befassen, befassen wir uns exakt mit diesem Schritt. Wenn wir uns mit dem nächsten Schritt befassen, dann befassen wir uns mit dem nächsten Schritt. Und so weiter und so fort. Was auf jeden Fall wichtig sein wird, das wird dann später noch das Füllen dieser Spalten, die übrig geblieben sind. Dadurch, dass ich das jetzt mit Sekundenkleber mache, verschmilzt sich das Ganze schon ein Stück weit. Das ist okay. Aber natürlich haben wir dann auch sichtbare Lücken zwischen, beziehungsweise ja, nicht unbedingt Lücken, sondern wir haben hier so Vorsprünge, wo diese Platten aufeinandertreffen. Ich meine, im Ernst, das hier, das, was ich nutze, das ist nicht wie bei den Cosplayern EVA-Foam, beziehungsweise Moosgummi, sondern ihr hört schon, wenn das auf den Tisch hier drauf titscht. Das, was ich hier nutze, das ist echt festes Zeug. Weshalb ich auch hier ein bisschen mit Kraft arbeiten muss und das ineinander schieben muss. Oh, ich glaube, es klebt gerade meine Finger fest aneinander. Oh oh. Verrückt. Egal. Das haben wir schon mal geschafft.
So, jetzt noch ein bisschen warten und noch ein bisschen warten und dann haben wir das ja auch geschafft. Und dann geht es direkt weiter an den nächsten Ecken. Also ich fände es super cool, wenn ihr das ganze Ding hier bewertet, einen Daumen nach oben nachlasst, das Ganze abonniert, falls ihr es noch nicht habt, was schon erstaunlich viele Leute gemacht haben. Wahnsinn! Wenn ich mir das überlege, wenn ich allen einfach so einen Namen geben würde und das wäre schon echt viel. Echt viele Leute, die sich das Ganze hier angeschaut haben, echt viele Leute, die mich insgesamt unterstützen oder die einfach da sind und sich das Ganze anschauen. Es ist verrückt, ihr seid unglaublich toll. Bin auch mal gespannt, wie euch die anderen Projekte noch gefallen werden. Zum Beispiel eine Actioncam auseinanderbauen und an mein Teleskop dran bauen und dann können wir uns einfach mal den Mond anschauen. Das geht dann auch noch sehr viel detaillierter, als es jetzt bei dem Moonshot 1 war. Hey, seht euch den Daumen an. Ich habe fast das Gefühl, dass da die Hälfte des Styrodurs teilweise dran hängt. Okay. Nächste Ecke. Hier oben. Das möchte ich jetzt zusammenkleben. Scheint so ganz gut zu funktionieren, wenn ich den ganzen Helm von hier nehme und das Ganze dann einfach ineinander reindrücke. Drücke und schiebe und schiebe und drücke und quetsche und presse und sonst was. Oh. An irgendeiner Stelle habe ich zu doll gedrückt, hat es nachgegeben. Und wieder ist es so, dass das ein bisschen anfängt zu zischen und zu blubbern und sich alles ineinander schmilzt. Ich finde das schon interessant. Ich finde schon interessant, was man so alles erreichen kann mit relativ Low-Tech, sage ich mal. Mit keinen speziellen Materialien oder ähnlichem. Aber ihr wisst das ja, das ist ja auch mein Ansatz. Dass man das wirklich so macht, dass es eigentlich jeder nachbauen kann. Das, was wir auf jeden Fall hier noch brauchen werden, das ist im späteren Verlauf dann halt Holzleim. Halt so eine Art Grundierung und Lückenfüller. Dann wird das Ganze noch nachgeschliffen an den Kanten und so weiter, damit wir eine vernünftige Struktur haben. Dann wird vorne noch der Visor reingebaut und wenn der Visor drin ist, dann kommt natürlich auch noch die Onboard-Kamera rein. Die gehört auf jeden Fall dazu. Ich finde, das ist cool. Ich finde das kleines Gimmick. Jetzt habe ich mir auch schon eine ganze Menge Tutorials und so weiter angeschaut, wie man das Ganze machen kann. Ihr seid natürlich wie immer herzlich eingeladen, das Ganze jetzt zu unterstützen und so weiter. Zu supporten, wenn ihr möchtet. Obwohl es kein lustiges Tiervideo ist oder so. Nee, Spaß beiseite. Ich glaube, das wird einfach ein ziemlich interessantes Ding, wenn das hier fertig ist. Und auch das, was man da noch dran bauen kann, wird ganz gut werden. Und nebenbei könnt ihr davon noch profitieren, denn für die weiteren Videos und sowas werde ich mir natürlich dann vielleicht auch so eine Möglichkeit der Montierung für eine Actioncam oder so bauen.
Eventuell kann ich dafür auch direkt diesen Helm hier nehmen. Und dann könnt ihr quasi so ein First-Person-View sehen. So wie ich da wirklich drauf schaue. Natürlich, wenn ich sowas zusammenbaue, dann möchte ich es halt auch so zusammenbauen, in der Form, dass das wirklich funktioniert. Also noch so ein kleines bisschen anders als vielen Tutorials und so weiter, die man sehen kann. Wo mit einem Raspberry Pi Zero gearbeitet wird, ungefähr 5 Kilo Batterien auf der einen Kopfseite und man sich dann denkt, okay, tolle Idee, was du da so treibst, aber höchstwahrscheinlich wirst du dir damit einfach das Genick brechen. Zumindest so, wie es aussieht. So, und die letzten Zentimeter werden hiervon noch geschlossen. Eine super tolle Geschichte. Prima, das gefällt mir. Und wenn ihr Ähnliches macht, ähnliche Projekte habt oder Ähnliches, dann schreibt es einfach unten in die Kommentare rein. Ich komme gerne vorbei und schaue mir das an. Und wenn ihr Ideen habt, ähnlich wie diese Links beispielsweise, ich weiß nicht, ob das unter dem ersten oder unter dem zweiten Video dieser Serie hier war. Schau mal, die machen auch mandalorianische Helme und guck dir das doch mal an. Die machen echt gutes Zeugs. Schreibt mir das einfach. Ich habe 2 Augen. Mit 2 Augen kann man schon ein Stück von der Welt erfassen, aber man kann natürlich nicht alles erfassen. Und wenn ihr mir ein bisschen helft, wenn ihr auch meine Augen seid, einfach so ein paar Links und so weiter postet oder überhaupt Kommentare schreibt dazu, wie es euch gefällt und so weiter, dann kommen wir eine ganze Ecke weiter. Und dann, hey, das ist echt gut geworden. Und dann kommen wir vor allem in so einer guten Richtung voran. Hey, guckt euch das an. Dass wir uns wirklich gegenseitig unterstützen können. Und ich unterstütze euch gerne. Und ihr könnt mich natürlich auch unterstützen in das Projekt hier. Oder die anderen Projekte. Super toll. Das ist die Kuppel oben drauf. Das Ganze wird natürlich noch massiv verstärkt an so ein paar Stellen. Ne? Und dann so ein bisschen modifiziert. Ich schaue gerade, ob das hier ein bisschen näher zusammengebracht werden kann. Ich versuche es einfach mal. Ich gebe hier noch so ein bisschen was drauf. Das Ganze, das ist ziemlich viskos, das fließt also sofort dazwischen. So, und spätestens dann, wenn ich das Ganze nochmal so ein Stück weit versteift habe und so weiter, dann haben wir wirklich was, das sehr, sehr, sehr stabil ist. Und eventuell kann ich dem ganzen Ding noch so ein bisschen Hitze mitgeben dann, so dass ich es um so ein paar Kurven drumherum ziehen kann, beziehungsweise über, was könnte ich denn da nehmen? Irgendwas Glühbirnenartiges, Großes oder sowas, wenn ich es heiß gemacht habe, dass ich das Ganze so ein bisschen in so eine kugeligere Form reinbringen kann. Das wäre ja echt stark. So, diese Links zu diesen Punished Prop Geschichten hier, zu diesen, ja, ich nenne es immer wieder Schnittmuster, ich glaube, es sind schlussendlich einfach welche, zu diesen Bauanleitungen oder wie auch immer man möchte, zu den Teilen des Helmes, also doch zum Schnittmuster, die findet ihr natürlich genau wie bei den anderen Sachen, wie bei den anderen 2 Videos, unten in der Beschreibung drin. Achso, und ja, da sind auch noch Affiliate-Links quasi zu diesen Sachen, die mich überhaupt erst dazu gebracht haben. Das waren die Romane von Karen Travis. Da ging es dann um die Klonkriege und sowas, beziehungsweise um Klonkrieger und wie die dann miteinander umgegangen sind und dass sie von einem Mandalorianer beispielsweise dann auch begleitet wurden oder ausgebildet wurden.
die ganze Leute einfach zusammengehalten hat und so und sich dann später um die gekümmert hat. Ihr müsst nicht auf Star Wars stehen, um das ganze Zeugs gut zu finden, aber an manchen Stellen, da gab es halt wirklich schöne Geschichten, die da geschrieben wurden. Da ging es ja nicht nur um Lichtschwerter und Rumgeballer oder sonst was, ein bisschen Wildwest-Manier durchs Weltall fliegen und dies, das, jenes machen, sondern auch so ein Stück weit um Menschlichkeit. Beziehungsweise um Ideale und Werte und sowas. Das fand ich schon echt extrem gut rausgearbeitet. Das hat die Frau auf jeden Fall drauf. Also dazu, da findet ihr einfach unten so ein paar Links in der Beschreibung des Videos. Wenn es euch gefällt, dann könnt ihr euch die Bücher einfach darüber holen. Bedeutet nicht unbedingt, dass das für euch mehr kostet oder sowas. Ganz im Gegenteil, die Preise sind einfach gleich. Es ist einfach nur eine Empfehlung von mir, wenn euch das Ganze gefällt und ihr die Bücher vielleicht noch nicht kennt. Boah, ist das schön. Denn so könnt ihr das Ganze natürlich auch unterstützen. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Ich frage mich, was passieren würde, wenn man das Ganze einfach noch mit Epoxidharzen ummantelt. Aber damit habe ich bis jetzt noch nicht gearbeitet und jetzt gerade möchte ich das auch noch nicht. Erst später vielleicht. Ich möchte erstmal, dass das hier alles möglichst gut zusammengefügt ist, so dass wir dann nicht allzu viel nachbearbeiten und Material abnehmen müssen. Verrückt. So. Noch ein ganz kleines bisschen hier hin. Ich finde es schon fast schade, dass dann später unter der Lackierung dann all das hier verschwinden wird. Die ganzen Buchstaben und so weiter. Hey, vielleicht sollte man versuchen, das Ganze zu konservieren. Oder einfach nachher nochmal draufmalen. Okay. Das sieht doch schon mal wirklich, wirklich ganz nett aus. So. Dann kommen wir jetzt wohl zum nächsten Stück. Das ist dieser Teil der Hülle. Die Schale für den Kopf. Und jetzt haben wir die Seitenteile. Da haben wir das hier. Hier vorne kommt der Visor hin. Der läuft hier über Eck. Auf der anderen Seite kommt dann der nächste Teil da dran. Und das Ganze wird hier von unten dran gesetzt. Legen wir einfach mal los. Ich denke mal, es ist nicht verkehrt, wenn wir zuerst diese Seitenteile hier zusammenbauen. Ich gebe also hier wieder so ein bisschen Sekundenkleber drauf. Nur ein bisschen. Damit wir das Ganze nicht komplett auflösen. Und klebe das hier so aufeinander. Das Ganze lässt sich übrigens extrem gut verarbeiten. Also ich hätte es mir kritischer vorgestellt. Ich meine, das hier, das ist ein relativ fester und robuster Werkstoff.
Und trotzdem funktioniert es, das Ganze vernünftig in Form zu bringen, direkt aneinander zu kleben und Donnerwetter, das Zeug hält einfach. Eine Seite. Dann legen wir den mal hier vorne hin. So. Unten noch eine Seite. Kleber wieder hingelegt. Und diese zweite Seite hier auch angeklebt. Und ganz im Ernst, ich freue mich schon wirklich über eure Kommentare. Bin mal gespannt. Mal gucken, ob das Video auch mit einer 1 bis 2 wegkommt. Hm? So. Cool. Das geht schnell. Okay. Nach da hinten, da muss man dann sehen, wie man das Ganze hinbekommt. Ich habe gerade mal nebenbei was ausprobiert. Sehr gut. So, das war's für diese Runde. Donnerwetter, wo ist denn jetzt die Kappe von dem Kleber? Hier hinten hat sie sich versteckt. Was ich jetzt machen werde, ist diesen wundervollen Sekundenkleber zumachen. Den lege ich mal beiseite. Im nächsten Video, was wird euch erwarten? Das hier ist das, was oben drauf ist. Und dann beim nächsten Mal wird das Ganze hier dran geklebt. Das Ganze hier dran geklebt. Ich schaue mal, ob ich diese Kinnpartie direkt geformt bekomme. Und ob wir den Helm komplett geschlossen bekommen. Bis dahin. Dann wird natürlich noch innen drin alles versäubert, verfeinert. Die ganzen Nähte werde ich nochmal nachgehen. Wird die alle so ein Stückchen fester gestalten. Und auch hier für die Kinnpartie. Das hier, das ist natürlich eine schöne Geschichte. Das, was ich hier zusammengebaut habe oder was man auch hier sehen kann. Das wird da sicherlich reinkommen. Und ich werde das da erstmal zusammenbauen. Aber das hier, das müssen wir nicht unbedingt benutzen. Ich habe das aus 2 cm dickem Styrodur schon geschnitten. Also falls das hier nicht so ganz hinhaut, dann können wir das einfach da reinsetzen und schleifen uns einfach diese ganze Geschichte raus und haben da wirklich was Massives und Gutes. Dasselbe gilt hier für diesen Helm, um den insgesamt vernünftig hinzubekommen und auch so hinzukriegen, dass der zum einen satt auf dem Kopf sitzt und zum anderen, dass wir schon Platz haben für Batterien und für ein Head-Up-Display und so weiter, für Umlenkspiegel und für Linsen und ähnliches, um die ganze Optik unterbringen zu können.
Und eventuell auch ein paar Lampen noch und einen Luftfilter nach hinten hin. Dafür da brauchen wir natürlich auch ein bisschen Platz. Und deswegen muss das Ganze um den Kopf rum auch vernünftig sitzen. Also, das seht ihr dann im nächsten Video. Der obere Teil ist erstmal fertig. Das hier, das wird noch zusammengebaut komplett. Wir schauen, wie wir das hier mit den Wangen hinbekommen. Und dann geht es zum Rest des Helmes und dann wird natürlich noch so das ein oder andere Feature dran gebaut. Ich danke euch bis hierhin und wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag, eine schöne Woche oder eine schöne Nacht, was auch immer. Ich will euch da nicht allzu lange jetzt noch aufhalten. Liked das Ganze, bewertet die ganze Geschichte halt. Ne? Und schreibt einfach in die Kommentare, was ihr davon haltet oder was ihr noch für Ideen habt, denn das ist mir furchtbar wichtig. Und ich lese mir das, in der Größe geht das natürlich noch super toll. Ich lese mir das wirklich alles durch, was ihr da aufschreibt. Und dann wird das ganze Projekt hier weitergeführt. Bis dann, ihr guten Leute. Habt einen schönen Tag. Ciao.